Tutorial. Tutorial, ja. Also du zeigst mir jetzt den Loot-Filter, über den wir eigentlich schon vor 3000 Jahren gesprochen haben und du hast es mir nie gezeigt und jetzt möchte ich das wissen. Ja, genau, deswegen fange ich einfach mal an, so das Grobe um den Loot-Filter drumherum zu erklären. Ich glaube, Fran hat jetzt gerade die Seite filterplate.xyz offen. Ja. Jetzt hiermit kann man Loot-Filter anpassen, bearbeiten, angucken, wie die dann ungefähr aussehen. Das ist eine Seite von einem aus der Community komplett selber erstellt. Wirklich ins Mark hin programmiert, so dass am Ende nur noch diese Loot-Filter-Datei rauskommt, die man in Path of Exile schmeißt und dann ist alles super toll. Also wenn Fran jetzt hier mal durchscrollt, gibt es verschiedene Kategorien an Items. Ein bisschen davon hatte ich schon erklärt. Ist jetzt hier leider in Englisch, aber damit müssen wir klarkommen. Also es gibt Low Currency, also die Orbs, die wenig wert sind, dann die Orbs, die mehr wert sind. Dann gibt es die sehr wertvollen Items, die werden dann in so einem schicken Weiß dargestellt, sodass man die auf jeden Fall sofort erkennt. Davon haben wir leider noch keine gefunden, wäre auch zu toll gewesen. Dann gibt es noch die seltenen Items. Da gibt es hier verschiedene Kategorien. Je nachdem, wie wertvoll diese seltenen Items sind sie entweder ein bisschen prominenter dargestellt, wie dieses Onyx-Amulett, oder halt ein bisschen kleiner, wie dieses Worm-Scale Doublet. Ja. Und dann geht es halt weiter so nach unten. Irgendwann die Endgame-Maps, also die Karten am Ende des Spieles, wo wir jetzt gerade drauf hinarbeiten. Ja, und den Rest kann man sich da einfach mal durchblättern. Ja. Es gibt noch bestimmte Items, zum Beispiel dieses 7 Jewelers Orb Rezept. Das ist einfach ein Item mit 6 von diesen Fassungen, wo man Gammon reinfassen kann. Kann man halt traden bei einem Händler für 7 von diesen Jeweler Orbs. Ja, und so ist halt das alles so aufgebaut, dass wirklich die Items, die rausstechen, die sammelst du halt einfach auf. Weil normalerweise sind dann alle Items gleich dargestellt, also alle gelben Items sind einfach nur gelb, alle Unique Items sind einfach bloß rot. Und mit so einem Loot-Filter kann man halt einstellen, ich will diese bestimmten Items sehen, weil die sind viel wert. Deswegen, gerade wenn es in Richtung Endgame geht, willst du halt wirklich nur die Items aufsammeln, die wirklich was wert sind, weil sonst ist nach 2 Minuten dein Inventar voll, weil es droppen halt mehr Items und du willst dich dann wirklich nur auf die spezialisieren, die halt wichtig sind. Und dafür ist halt so ein Loot-Filter wichtig. Wir könnten jetzt hier auf der Seite noch alles durchspielen mit Customize, Loot Simulator. Kann man sich alles mal in Ruhe anschauen. Man kann hier wirklich seinen Loot-Filter nach seinem eigenen Geschmack aufbauen. Kostet halt ein bisschen Zeit. Oder man nimmt vorgefertigte Loot-Filter. Und dafür haben wir einen zweiten Link vorbereitet, wo Fran jetzt mal draufgehen kann. Ja, den ich immer irgendwie mit Skin-Filter ausgesprochen habe. Ja, genau. Warum auch immer. Ja, warum auch immer. Ist der Loot-Filter von Neversink. Das ist wirklich der bekannteste Loot-Filter. Wenn du auf der Seite ein bisschen runterscrollst, siehst du, dass es wirklich verschiedene Versionen des Loot-Filters auch gibt. Regulär ist so ein bisschen gefiltert, semi-strikt ist schon die überhaupt nichts wert sind, komplett raus. Und noch ein paar andere, die eigentlich auch nichts wert sind oder zu groß sind für den Wert, den sie haben, halt auch raus. Und so geht es dann halt weiter. Ich würde empfehlen, wirklich den Standardfilter von Neversink erstmal zu benutzen. Damit ist man super abgedeckt. Wenn man jetzt noch irgendwas Spezielles haben will, wie ich spiele Bild XY, brauche unbedingt dieses eine Item und dieses Item sollst du mir anzeigen und am besten noch 5 verschiedene Sounds dazu spielen, sodass ich das auf keinen Fall verpasse. Dann kann man Filterplate benutzen und sich das dann wirklich so anpassen, dass dann dieses Item wirklich super groß, super prominent mit Sounds XY abgespielt dann dargestellt wird. Du klickst auf Clone or Download. Dieser grüne Button da. Ach, der nimmt die ganzen Dateien als eine ZIP-Datei dann. Genau, du lädst die ZIP-Datei runter und hast dann in der ZIP-Datei alle diese Dateien.
Ah ja. Dann würde ich dir empfehlen, beziehungsweise haben wir schon was vorbereitet. Du hast schon einen Ordner geöffnet. Den kannst du mal nebenbei herholen. Ja. Und markierst dir jetzt mal diese ganzen Filter, regulär, semi-strikt, strikt, very strikt, urstrikt und Uber plus strikt und ziehst die einfach in diesen Ordner da rein. Also 1 bis 6. 1 bis 6, einfach mal darüber ziehen. Okay, ist drüben. Das war jetzt im Prinzip schon alles. Jetzt müssen wir nur noch ins Spiel springen, was wir dann gleich tun natürlich. Ja. Und dann zeigen wir, wie man den Loot-Filter dann auch aktiviert im Spiel. Du drückst jetzt einfach mal unten auf das Menü. Dann gehst du zu... Warte. Ja, das passiert mir auch noch manchmal. Ja. Menü, Optionen, Ja. dann UI, Ja. dann ganz nach unten gescrollt. Ja. Hast du die Liste der Gegenstandsfilter? Mhm. Ah. Da kannst du deinen Loot-Filter auswählen. Ich würde dir für den Anfang empfehlen, den Regular-Filter zu benutzen. Regular neu laden wahrscheinlich, ne? Richtig, genau. Jo. Und dann steht dann irgendwie da Gegenstandsfilter erfolgreich geladen. Ja, damit haben wir jetzt den Loot-Filter installiert. Yay. Wenn wir jetzt weiterspielen, sehen wir irgendwann auch den Unterschied, beziehungsweise du sollst ihn auch relativ schnell merken. Also bestimmte Items sehen einfach anders aus und wenn wir jetzt gleich weiterspielen, werden wir das beobachten können. Gut, dann spielen wir jetzt gleich weiter. Juhu.